Wenn du dir einmal anschaust, wie dein Erleben gerade stattfindet, fällt etwas auf, was vielleicht zunächst ungewohnt ist. Da ist Denken, da ist Wollen, da ist Handeln. Alles läuft. Und gleichzeitig lässt sich kein innerer Urheber finden, der das alles steuert. Das heißt nicht, dass nichts geschieht. Ganz im Gegenteil. Gedanken tauchen auf, Entscheidungen entstehen, Bewegungen setzen sich fort. Nur dieser eine Punkt, den man lange für selbstverständlich gehalten hat, ein inneres Ich, das alles macht, der zeigt sich bei genauerem Hinsehen nicht. Und trotzdem sagen wir im Alltag ganz selbstverständlich ich. Ich gehe jetzt los, ich will das so machen, ich entscheide mich dafür. Das passt. Das funktioniert. Ohne dieses Wort wäre Kommunikation kaum möglich. Es ist wie ein Werkzeug. Du zeigst damit auf diese Perspektive hier, auf diesen Körper, diese Stimme, dieses Erleben. Schwierig wird es erst, wenn daraus im Nachhinein so etwas wie ein innerer Besitzer gemacht wird. Dann entsteht die Vorstellung, da sei jemand, der alles lenkt und kontrolliert. Und genau da beginnt die Verwirrung. Wenn du genauer hinschaust, kannst du etwas sehr Einfaches bemerken. Wollen ist da, ganz direkt. Du musst es nicht herstellen. Es taucht einfach auf. Eine Bewegung entsteht, eine Richtung wird spürbar. Vielleicht der Impuls aufzustehen, etwas zu sagen, jemand anzurufen. Dieses Wollen ist konkret erfahrbar. Und gleichzeitig findest du keinen Punkt, an dem es bewusst erzeugt wird. Da sitzt niemand und sagt, jetzt will ich das. Das Wollen ist einfach schon da. Unpersönlich. Am Anfang wirkt das widersprüchlich. Wie kann sich etwas so persönlich anfühlen und gleichzeitig keinen persönlichen Ursprung haben? Wenn du nicht sofort erklärst, sondern einfach hinschaust, wird es klarer. Das Gefühl von Ich will beschreibt das Erleben ziemlich genau. Nur die Vorstellung eines inneren Machers kommt später dazu. Ein wichtiger Punkt dabei: Nicht alles, was geschieht, ist gewollt. Das wird sehr oft vermischt. Da ist zum Beispiel Leid, Schmerz, Angst, Enge. Das alles gehört zur menschlichen Erfahrung. Und es wäre falsch zu sagen, dass das bewusst gewollt ist. Solche Zustände entstehen aus inneren Spannungen, aus erlernten Mustern, aus dem Gefühl von Trennung. Sie haben ihre eigene Dynamik. Aber da ist kein bewusstes Wollen dahinter. Das Leben trifft keine Entscheidungen im Sinne eines Plans. Und trotzdem zeigt es sich als Entscheidung. Dinge passieren so, als ob sie gewählt werden würden. Worte werden gesprochen, Schritte werden gegangen. Nur ohne eine zentrale Instanz, die das alles steuert. Vielleicht kennst du den Satz: Ich will hier sitzen und darüber sprechen. Der Satz ist nicht falsch. Er beschreibt ziemlich genau, was erlebt wird. Da ist ein Wollen und es drückt sich in Handlung aus. Der Fehler entsteht erst danach,
wenn man eine Art inneren Entscheider hineinliest, etwas Persönliches. Was übrig bleibt, ist etwas sehr Nüchternes. Wollen geschieht, Reden geschieht, Handeln geschieht. Und all das hat eine persönliche Färbung, weil es durch diesen Körper und durch diese Geschichte hindurch geschieht. Aber es ist nicht persönlich verursacht. Und dann kommt oft die Frage, was ist mit Verantwortung? Wenn da niemand ist, der alles steuert, fällt dann nicht auch die Verantwortung weg? Interessanterweise zeigt sich eher das Gegenteil. Verantwortung bleibt, vollständig. Nur ihr Charakter verändert sich. Sie ist kein schweres Paket mehr, das wir zu tragen hätten. Sie ist eher eine Form von Antwortfähigkeit, Verantwortung. Eine natürliche Reaktion auf das, was gerade ist. Wenn du merkst, dass etwas nicht stimmig ist, entsteht Bewegung in Richtung Klärung. Wenn jemand vor dir steht und Hilfe braucht, entsteht Resonanz. Hoffentlich. Das musst du nicht herstellen. Das gehört zum Menschsein. Und genau darin liegt eine gewisse Ruhe. Das Leben läuft, wie es läuft. Entscheidungen geschehen, ohne dass sie von einer inneren Instanz produziert werden müssen. Und gleichzeitig bleibt die Fähigkeit, klar zu reagieren, sich auszurichten und zu handeln. Vielleicht kann man es so sagen. Es ist alles viel einfacher, als man denkt. Da ist kein verborgenes Zentrum, das alles lenkt, und trotzdem oder gerade deshalb geht das Leben weiter. Ganz konkret, ganz unmittelbar. Wenn du das nicht nur denkst, sondern wirklich im eigenen Leben prüfst, entsteht nach und nach eine stille Klarheit. Das ist kein großes Ereignis. Es ist eher wie ein leises Zurücklehnen in das, was ohnehin geschieht. Und in dieser Ruhe verliert vieles an Schwere. Einfach, weil viel weniger da hineingedacht wird, als tatsächlich da ist. Und dann bleibt nur dieses unmittelbare Geschehen. Ein Atemzug, ein Gedanke vielleicht, eine Bewegung. Und das genügt.